Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind wieder in der Stadt. Wir bauen jedoch noch gar nichts. Aber das hat einen Grund, denn wir haben ein super Paket bekommen und es ist diesmal keine Bricklink-Bestellung. Ich schwör's, und auch keine Legoland, was weiß ich was. Wobei das auch nicht schlecht wäre. Wäre auch nicht schlecht. Sondern wir haben ein Paket bekommen von einem Zuseher und das ist einfach so ein cooles Paket, dass wir gesagt haben, das müssen wir euch zeigen, denn sowas haben wir noch nie gesehen und das müssen wir einfach mit euch teilen. Genau. Ein kurzer Kommentar von mir. Wir haben jetzt zwar schon alles aufgemacht, aber das Paket hat uns fast zu Tränen gerührt. Rita hatte mehrere Stunden lang Gänsehaut-Feeling und deswegen schauen wir jetzt nochmal rein. Es lag auch ein Brief bei. Genau. Und den würde ich sagen, lese ich euch ganz kurz vor, denn da wird auch immer beschrieben, was in den Boxen drinnen ist und Christoph zeigt es euch dann parallel natürlich dazu dann auch noch. Genau. Als erstes... Vielleicht nicht schrecken, es sieht schlimmer aus, als es ist. Bitte, Madame. Hallo Rita, Christoph und Tim, endlich, das Paket ist jetzt endlich bei euch, hat ja lange genug gedauert. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Das ist doch gar kein Problem. Wir freuen uns, dass wir überhaupt irgendwas bekommen haben und nachdem das so ein cooles Paket ist, würden wir alles entschuldigen. Also von dem her. Kein Problem, du bist entschuldigt, lieber Thomas. Ausnahmsweise. Genau. So, was ist das denn nun alles? Es sind insgesamt 5 Boxen, was schon mal extrem cool ist, finde ich. Und ein paar Lautsprecher. Die haben wir jetzt nicht mehr drinnen, aber... ich sage euch dann später warum. Ich habe mich schon zuerst gewundert, warum wir Lautsprecher brauchen, aber es macht Sinn, ich sag's euch. Es steht hier, damit ihr euch die Sounds gleich anhören könnt, sind meine alten Lautsprecher dabei, aber sie funktionieren noch perfekt. Was braucht man mehr außer dem grandiose Hebel? Wir wussten zu dem Zeitpunkt eigentlich dann nicht genau, um was es sich dabei handelt, aber es wird alles Sinn machen. Wartet einfach kurz ab. Genau, wir mussten auch abwarten. Genau, also wir starten mit Box 1. Box 1, hier findet ihr eine Überraschung meiner Mutter, was ich extrem süß finde, denn unsere Mütter, manchmal sabotieren sie uns, aber oftmals haben sie auch wirklich nette Ideen und da ist auch wieder eine sehr liebe Mutter, die uns da was schickt. Sie schreibt, sie hatte noch einen Rest von diesem schönen Stoff, der wirklich schön ist. Und der Schnuller, bei uns sagt man übrigens auch Schnuller, wobei es gibt sehr viele verschiedene andere Namen für so etwas, die ich jetzt nicht erwähne, denn manchmal sind sie doch fast anstößig. Bleiben wir bei Schnuller, genau. Und ein passendes... Ich weiß nicht, was Rita meint, aber gut. Ich natürlich auch. Wir sagen es nicht wegen den YouTube-Richtlinien. Genau. Und das passende Schnullerband für den kleinen Baumeister, was extrem süß ist. Das Band, ja. Das ist das Schnullerband. Und auch ein cooler Stoff, wirklich ein passendes Täschchen so cool. Von der Mutter von Thomas und sie hat 2 so Täschchen reingegeben mit Reißverschluss. Ich kann es jetzt nicht öffnen, weil ich nur eine Hand frei habe, aber das ist genau passend für so kleines Krimskrams für den Junior und natürlich auch die Schnuller. Genau. Auch passend sogar von der Größe, solche haben wir nämlich noch nicht. Also nächste Mal im Legoland werden wir damit unterwegs sein. Ganz bestimmt. Vielen Dank. Genau. Also Box 1 war schon mal sehr cool, habe ich mich schon sehr gefreut. Dann sind wir weiter zur Box 2 und da steht nochmal eine Kleinigkeit. Meine Mutter, Taschen kann man nie genug haben. Tatsache, es ist eine Wahrheit. Diese gute Mutter Taschen, ist echt der Wahnsinn, Thomas. Taschen kann man nie genug haben. Genau in Zukunft meine Einkaufstasche. Leg mal das an. Alleine der Stoff und mit wie großer Liebe das hier genäht wurde. Also das ist eine sehr coole Einkaufstasche und dieselbe für den Junior in klein. Vielen lieben Dank. Da kommen dann die ganzen Zucker später mal rein. Ja, wahrscheinlich. Also der Stoff ist schon mal der absolute Wahnsinn. Genau. Und eben, es ist wirklich so, Taschen kann man nie genug haben. Genauso wie Schuhe. Wäre auch cool in dem Stoff. Und Legosteine. Legosteine. Genau. Box Nummer 3. Achtung, kein Lego. Danke auch für den Hinweis. Ist ja heutzutage sehr wichtig, dass man das dazu sagt. Es ist kein Lego, ein LKW-Bausatz von Blue Bricks. Wir
Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, wir hatten noch nie selbst etwas von Bluebricks. Oder täusche ich mich jetzt? Wir haben schon einige Sets zu Hause, die wir auch dankenswerterweise geschenkt bekommen haben. Das hier ist ein komplett fabriksneues Set und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf das Set, denn ich bin gespannt drauf, was die Marke Bluebricks hier vorzuweisen hat. Wenn ihr euch auskennt, dann wisst ihr vielleicht auch, was das für ein, ich glaube, Lastwagen ist. Genau, und der Thomas hat da auch was geschrieben, ja. Und er meinte, dass wir sicher mal Spaß dran haben, über den Lego-Tellerrand hinauszuschauen. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe ja schon sehr viel darüber gehört. Ich habe aber noch nie was zusammengebaut von Bluebricks. Auf jeden Fall kann ich mich auch nicht. Genau. Deswegen, wir werden über den Tellerrand hinausschauen. Hoffentlich verschütten wir nichts von der guten Suppe beim Hinausschauen über den Tellerrand. Aber es wird sicher wunderbar. Genau. Er meint ja, die Bautechniken sind manchmal abenteuerlich, aber es geht ja um den Bauspaß und um das Ergebnis und das finden wir natürlich auch. Deswegen bin ich wirklich schon gespannt, wie das dann wird. Wir sollen es einfach mal ausprobieren, muss ja nicht in der Lego-Stadt stehen, klarerweise, weil es ja eben kein Lego ist. Aber wir könnten es in die Regalwand stellen und das finde ich eine grandiose Idee. Genau, wir haben auch die Anleitung dazu bekommen, was ich so Thomas, cool du bist finde, Wahnsinn. auf einer CD-ROM. Also wirklich, hier wurde einfach an alles gedacht. Und wirklich oldschool. Also Gefällt mir sehr. Ja, wenn das Internet mal nicht funktionieren sollte, dann haben wir noch immer die Möglichkeit, diesen LKW aufzubauen. Überhaupt kein Problem. Eben. So, und jetzt kommen wir zur ganz großen Nummer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wussten nicht recht, was wir darauf sagen sollen. Wir wissen es nach wie vor nicht, aber bitte, Frau Assistentin, lesen Sie vor, was sich in den Boxen 4 und 5 befindet. Box 4. Nun endlich zur Hauptsache. Im Video Baubeginn der Spielhalle Lego City 106. Minute 12:30. Wünscht ihr euch Sound für die Spielhalle? Stimmt. Also wünschen tun wir uns ja viel, speziell ich. Und du hast diesen Wunsch gehört, finde ich super, kein Problem, schreibst du hier. Zuerst wollte ich was Kleines bauen, das ihr direkt in die Spielhalle integrieren könnt, allerdings ging das nicht so klein wie erhofft. Ihr hättet also relativ viel Platz innerhalb der Arcade verloren, was natürlich schade gewesen wäre, weil Christoph sich ja auch sehr viel Mühe damit gegeben hat. Außerdem wäre die Soundqualität mit winzigen Lautsprechern ziemlich bescheiden gewesen. Darum dachte ich, es wäre doch eine gute Idee, so etwas wie den berühmten Knopfdrücker aus dem Hamburger Modelleisenbahn Wunderland zu bauen. Ja, sowas wollte ich schon länger mal haben, aber wusste nicht, wie man das realisieren kann. Ich wollte gerade sagen, er schreibt da gesagt, getan. Das wäre bei Thomas, uns du darfst gern öfter zu uns kommen. Kein Problem. Bei uns ist nichts gesagt, getan. Genau. Auf jeden Fall nichts mit Handwerk. Naja, gut. Das Gerät könnt ihr nun unter der Tischplatte befestigen. Netzteil liegt bei. Anschließend die anfangs erwähnten Lautsprecher anschließend. Schon kann es losgehen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt jetzt noch immer nicht, was sich dahinter verbirgt. Genau. Aber wir haben jetzt nachgeholt und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal, was sich in Box 4 verbirgt. Oh ja. Vor lauter Aufregung haben wir das zuerst vergessen. In der einen Box waren auch noch diese coolen Pins und diese Anstecknadel aus der Lego Classic Space Serie. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Danke auch dafür. Also irgendwie scheint es, als wären bei uns immer irgendwelche Personen unter den Tischen, aber dieses Mal macht es auch Sinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 8. Weltwunder. Mindestens Bitte das 8. filmen Sie hier mal drauf. Und Sie werden weder Ihren Augen noch Ihren Ohren trauen. Wir haben hier dieses Soundmodul wie aus dem Hamburger Miniatur-Wunderwelt-Museum. Übrigens, als kurzer Überblick noch für die vielleicht nicht ganz up-to-date sind. Wir sind hier hinten, ihr wisst es, da hinten ist der Strand, das Hochhaus, die neue Arcade und hier sitzt eben Christoph in diesem Bauloch. Mit den Lautsprechern von Thomas. Genau. Und wir haben hier jetzt allen Ernstes die Möglichkeit, unsere Arcade mit Soundeffekten auszugestalten. Und da drückt man einfach auf die Knöpfchen. Ja. Und wir haben Sounds aus den Spielautomaten. Ich glaube, wir haben hier Super Mario.
Genau. Wir haben hier Galaga. Die kann man auch mischen und gleichzeitig abspielen und so weiter. Genau. Also das finde ich ja. Es ist laut genug. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich finde das ja das Beste, dass man es durcheinander abspielen kann. Also, weil er hat geschrieben, es ist Bubble Bobble, Pac-Man, irgendwas ist Nummer 3, Super Mario Moment, Brothers. wenn ihr wisst, was Nummer 3 ist, dann schreibt es uns. Keine Ahnung. Nummer 4 ist Super Mario Brothers. Nummer 5 Track and Field. Nummer 6 Galaga. Und Nummer 7 Wonderboy. Es ist echt so cool. Ja. Ich freue mich schon gleich, als ich das hier installiert habe, habe ich auf Bricklink nachgeschaut, wo wir jetzt endlich die Saint Blue Steine herbekommen, dass wir die Arcade fertig bauen können. Ihr seht, ich habe hier sogar schon Steine herausgesucht, wie es dann weitergeht in der oberen Etage. Hoffentlich bekommen wir jetzt keinen Copyright-Strike wegen der Musik. Es ist so ein Durcheinander. Ist mir auch egal. Aber das ist so cool und ich wünschte, wir hätten an allen Ecken und Enden unserer Stadt solche Module, wo man einfach den Ton einschalten kann und das alles so problemlos funktioniert. Echt, echt toll. Sehr cool. Dann schauen wir weiter, denn es ist ja noch ein Päckchen offen. Ich bin schon gespannt. Ich auch. So, wir sind wieder zurück. Und ihr seht es, ich habe es gerade gesagt, es ist noch eine Box übrig. Die Frage, was könnte noch Grandioseres da drinnen sein, als wir schon gesehen haben mit der Arcade? Wir wissen es nicht. Ist es noch ein weiteres Blue Brick Set? Nein. Oder ein Lego Set in einem Blue Bricks Karton? Das wäre auch grandios. Nein, es ist noch eine Soundbox. Aber nur mal kurz die Überlegung, was könnte noch für eine Soundbox kommen? Ich dachte an einen Vergnügungspark oder vielleicht an Strand. Keine Ahnung. Oder die Hochzeit. Zug. Am Strand, wer weiß. Aha. Aber Züge, ja, wäre natürlich auch grandios. Aber es ist eine Geräusche Soundbox. am Bahnhof, wieso nicht? Stimmt. Eine Person, die den Zug verpasst. Oh, no. Okay. Aber passend zu Ritas Ein Zug, Radio- der beim Vorbeifahren am Bahnsteig einen schweren technischen Defekt erleidet. Oh, Okay, no. zurück zur Story, bitteschön. Nein, es ist passend zu meiner Radiostation, die ich gebaut habe. Auch hier liegt wieder ein Netzteil bei. Ich weiß ja, dass die Einwohnermeldeamtsbeamtin immer so ihre Probleme hat, ihre Ladegeräte und Netzteile zu finden. Das wissen wir, ja, richtig gut aufgepasst. Meine Kollegin hat da wirklich Probleme. Die Kollegin ist jetzt wieder mit dem Notizblock unterwegs, das ist besser so. Übrigens, der ganz unauffällig mit einem roten Herzen markierte Knopf spielt eine ganz besondere Radiosendung. Da sind wir gespannt. Bis gleich. Ja. Wir sind jetzt hier am anderen Ende der Stadt und ihr seht zu unserer Rechten einerseits Rita, die sich hier, ich weiß nicht, vor uns versteckt oder andere komische Dinge macht. Und hier auf dem Dach der Fischstäbchenfabrik ihr Radiostudio von Live Radio, welches ja, glaube ich, noch gar nicht fertig ist, aber nichtsdestotrotz haben wir auch hier etwas montiert, auf das Rita ganz besonders stolz ist. Es ist auch so cool. ein technisches Modul, fragt mich nicht, wie das genau heißt. Das Praktische ist, wir haben es genau hier montiert, wo die Tischplatte kaputt war, also fällt das jetzt eigentlich gar nicht mehr so auf, dieser Biss von Rita, wo sie mal so hungrig war, das wird jetzt verdeckt und ihr seht auch hier sind verschiedene Knöpfe. Und genau. Man kann hier drücken und was passiert dann? Vielleicht ein bisschen lauter, weil man es sonst nicht hört. Wir haben also auch hier wieder die Lautsprecher. Ist doch cool, oder? Ich finde das grandios. Also es ist wirklich wie im Original. Wird hier von der Radiostation werden die verschiedenen Jingle abgespielt. Ich glaube, man nennt das so. Grandios. Also wirklich echt eine tolle Sache. Das geht aber nur nacheinander zum Abspielen, also nicht wie bei der Arcade, was ja Sinn macht.
Aber allein, dass sich Thomas die Mühe gemacht hat, das alles rauszusuchen. Ich wüsste gar nicht, wo man die herbekommt. Und noch dazu gibt es ja bei uns eigentlich recht viele verschiedene Live-Radio, aber er hat genau das richtige Live-Radio rausgesucht. Also das ist echt top. Muss ich schon sagen. Ich bin jetzt schon gespannt. Wir kommen nämlich dem Herzen immer näher. Also da muss jetzt aber dann schon langsam so mal eine Sponsoring-Geschichte her. Wie viel sollen wir noch Werbung für Live-Radio machen? Spielen wir das komplette Jingle-Paket ab. Es ist so lustig. Ich bin schon gespannt, ob jemand von Live-Radio das auch sieht. Ich hoffe. Also auch. bitte. Wir kommen jetzt zu dem ominösen letzten Drücker. Ja, also ich weiß nicht, ob wir den jetzt abspielen sollen. Das ist eine Geschichte. Rita hat ja in dem einen Video irgendwas von einem Heiratsantrag erzählt. Ich bin da nicht besonders stolz drauf, wie ich damals schon gesagt habe. Ich wollte auch gar nicht, dass diese Geschichte jetzt nochmal hier aufgerollt wird. Also bitte an alle jetzt abschalten. Es kommt nichts mehr Interessantes. Für alle Damen dranbleiben, denn es war so romantisch. Also ich habe mein Talent jetzt im Lego bauen, weiß ich nicht, ob ich da ein Talent habe, aber woanders gefunden. Singen ist definitiv nicht mein Talent. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an Thomas, dass du uns das ermöglicht hast. Ich wüsste auch gar nicht, ich dachte, dass dieser Beitrag hier mit dem ominösen Herz, dass der gar nicht mehr online verfügbar ist, aber er dürfte es anscheinend doch sein. Alles, das was ist schon Internet ist, lange her. Ich weiß nicht, vielleicht musst du noch ein bisschen lauter drehen, dass wir genug hören. Ich weiß nicht, wie laut das auf der Kamera ist. Oder du drehst leise oder ab. Ich weiß nicht so recht. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß beim Anhören dieses kleinen Ausschnitts aus der Radiogeschichte. Ich stelle das mal hier so. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an dich, lieber Thomas. Ich glaube, wir beenden das Video dann nämlich, wenn der Beitrag vorbei ist. Wir werden dir noch schreiben. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht geht er gar nicht mehr. Hallo Franken. Ja, hallo Rita, ich bin's. Das ist noch mein Handy-Akku aus, deswegen rufe ich dich von der komischen Nummer an. Aber ich habe was Wichtiges. Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich habe gerade den Pietro Lombardi auf der Landstraße getroffen und da bist ja du so ein großer Fan von dem. Und der Typ war gleich so nett und hat mir angeboten, dass er gleich ein kleines Ständchen für dich singt. Und das wird jetzt auf alle Wolken fallen, weil ich möchte das jetzt gleich vorspielen, was er da für dich gesungen hat. Also bleib bitte kurz am Telefon. Wie cool. Hola, meine Rita, hör mal zu, was ich dir on air zu sagen hab. Rita amüsiert das immer. Nicht ihr wieder. Meine Rita, ich bin gern mit dir zusammen. Drum frag ich dich heute, werden es uns bald Leute? Wir zwei haben schon viel erlebt, mit dir die Zeit wie im Flug vergeht, wenn jeder den anderen gut versteht. Das wird der Top-Hit. Du gefällst mir, keine Frage, wenn ich dich sehe, dann ich nicht klage. Was hältst du von einem Leben im schönen Linz mit mir? Oh mein Gott. Also Rita, du kannst mich zwar jetzt nicht sehen, aber ich knie vor dir nieder und ich werde dich fragen, ob du dich mit mir vermählen möchtest. Nein. Also was heißt du nein? Denk mir doch nicht so. Ich war ja. Gott sei Dank. Das ist ja wahnsinnig. Rita, hallo, das sind Wolfgang und Nora von Live-Radio. Hallo. Wir haben alles gehört und wir flippen aus fast. Ja, Wahnsinn. Ja, wie kann man da nicht ausflippen? Also. Rita, für dich noch wichtig, ihr beide seid im Rennen mit dabei um unsere Traumhochzeit im Wert von über 20.000 €. Deshalb ist nämlich auch der Christoph da bei uns im Studio. Genau. Und wir drücken euch die Daumen, vielleicht habt ihr Glück und ihr gewinnt. Ja, sehr cool, ja. Aber wie sagt Christoph immer, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Leider hatten wir Pech im Spiel, aber ich finde das trotzdem so eine geniale Erinnerung. Danke nochmal, lieber Thomas, dafür. Ich habe direkt, ist echt eine coole Sache. Und es passt einfach perfekt, weil ja Christoph als Minifigur da drinnen steht und da gerade singt.
Ganz wichtig. Sonst müsst ihr euch das Video nochmal ansehen. Ich melde mich jetzt ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.